Heyo Pinguine und damit herzlich willkommen zu The First Tree. Ich habe noch selber kaum eine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, aber ich lasse es einfach mal auf mich wirken. Und ich hoffe, es wirkt wirklich gut, weil ich habe Bock auf das Spiel. Der arme Fuchs. Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. Doppelsprung. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. She couldn't stay, though. She had to find her other two children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Also sie hat noch 2 andere Kinder. Aber ich denke, die haben auch nicht überlebt. Was schade ist. The First Tree. Aber bis jetzt eigentlich, finde ich, sieht das Spiel eigentlich ziemlich gut Fox aus. looked high and low, searching so for Anime, any sign of her cubs. cartoonmäßig. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. So ein trauriger Anfang, hoffentlich hat das Spiel ein Happy End. Weil ansonsten wäre es echt ziemlich traurig. Ich verstehe auch hier nicht so richtig, wo ich jetzt lang muss. Aber ich denke, ich laufe erstmal ein bisschen. Es ist auch schon eine traurige Musik, oh Gott. Eigentlich mag ich es etwas überhaupt nicht. Und hier sind so Kinder. Spielzeug. Kennt jemand die Sachen von euch hier? Weil ich hatte auch mal so etwas in meinem Garten, aber durch ein Ungewetter ist ein Baum draufgefallen und jetzt ist es leider kaputt. Aber schreibt's gerne mal in die Kommentare. Dort ist irgendwas. Ist es so ein Kinderspielplatz irgendwie? I mean, eine Rutsche. Hasen. Ich verstehe halt nicht so richtig, was ich bestimmt jetzt schon zum 10.000. Mal sage, was ich in dem Spiel machen muss. Aber ich denke, irgendwie so diese Sterne einsammeln oder was es auch immer sind. Ich denke mal irgendwie Polarsterne oder irgendwie so. Oder keine Ahnung.
Mann, das ist so traurig. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Kann ich irgendwie was damit Even machen? after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Das ist echt traurig. Hoffentlich haben die anderen beiden überlebt. Weil das wäre dann halt doppelt und dreifach traurig. Oh, da muss ich fast weinen. Es ist halt nur ein Spiel, aber trotzdem. So etwas kann auch schon im echten Leben passieren. Also irgendwie, wenn die Kinder sterben und nicht nur bei Tieren. Ah, ich habe doch einen Doppelsprung. 10 Stück habe ich jetzt. Also wirklich verstehen, was ich damit machen muss, verstehe ich nicht. Hoffentlich hat das Spiel, ich habe es wirklich im Happy End. Weil ich denke, die meisten oder alle werden mir da zustimmen, dass das bis jetzt, also das hier ja schon alleine traurig ist. Also halt so mit der traurigen Musik und dort irgendwie ist irgendwie so eine Kiste. Und was ist das hier? Eine Rampe? Der arme Fuchsmutter. Oh, der ist bei keine Tür. Aber so ein Karton. Kann ich da rein? Ja. Nee, kann ich nicht. Und ich finde das wirklich traurig. Ich kann es nicht oft genug sagen, es tut mir leid. Aber ich hoffe irgendwie nicht, dass ich der Einzige bin, der das irgendwie so traurig sieht. Weil ansonsten fände ich das auch irgendwie echt schade. Also, wenn ich mich hier jetzt irgendwie so komplett dumm bloßstelle, weil ich der Einzige bin, der das traurig findet. Das sieht aber echt schön aus. Halt dich fest. Okay, hier kann man hier noch. Ja, mit ganz vielen. Ja. Brav gemacht, Fuchsi. Also irgendwie muss man, denke ich, die Dinger hier einsammeln. Und dann hoffen, dass alles gut geht. 12. Ich frage mich, wie viel es davon gibt. Guck mal, wie süß das ist. Mutter mit ihrem Kind, glaube ich. Ich wünsche euch ein schönes Leben. Falls irgendjemand eine Ahnung hat, würde es mich freuen, wenn ihr die Sachen in die Kommentare schreiben würdet. Hier ist sogar ein Auto, was komplett eingefroren ist. Oh, hier muss es ja echt kalt sein, wenn ein Auto einfriert. Boah, ich spüre gerade richtig die Kälte. Ich denke, das Video wird einfach nur daraus bestehen, wie ich sage, wie traurig ich es finde. Und dass es ein Happy End hat. Aber ich weiß halt auch nicht, was ich anderes sagen soll. Ich hoffe, es passiert auch noch irgendwie
Was? Vielleicht finde ich ja irgendwelche Personen. Ah, jetzt passiert was. Oh, jetzt ist es Herbst oder Frühling. Jetzt sieht alles viel anders aus. Sollte es, denke ich, auch, wenn die Jahreszeit wechselt. Und ja, ich glaube, das sieht jetzt noch aus. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Dann machen wir weiter. Maybe just forgettable. Oder noch das. I guess that gave me a sense of freedom. So I das hung out Ende with crazy gesprochen kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put Ich möchte fireworks auch in nicht mailboxes, besonders viel reden, wenn die hide gerade roadkill reden. in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. Was ist das hier? But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. Also, What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. ja, bin angekommen. Ich würde dann sagen, das war's mit dem Video, Pinguine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mach's gut und ciao.